Hallo und herzlich willkommen zu unserem 18. Rennen. Wir fahren heute in Italien, in Monza. Ich habe euch hier schon mal die Strecke gezeigt an der Seite. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil wir jetzt eben unser großes Turnier zwischendurch hatten. Deswegen nochmal an der Stelle Glückwunsch an Lexfax zum Sieg. Und jetzt werden wir eben weiter mit unserem Formel 1 Format machen. Und für euch, mein nächstes Turnier wird Ende März stattfinden. Und dieses Video hier könnte ganz interessant für euch sein, weil es wird in einem ähnlichen Format stattfinden wie eben meine Formel 1 Reihe. Dazu werde ich dann aber nochmal ein Ankündigungsvideo machen und da könnt ihr dann in den Kommentaren drunter schreiben, wenn ihr gerne mitmachen wollt. So, dann kommen wir jetzt zum Rennen. Ich wechsle einmal die Szene rüber und dann schauen wir uns mal die Strecke an. Also ich habe hier den Schuh von Monza einmal mit den roten Sachen schon mal gekennzeichnet. Mit dem roten Strich, das gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Da zeige ich euch, wo es die besten Überholmöglichkeiten gibt. Starten werden wir gleich unten rechts bei dem gelben Separator. Dort wird die Kugel dann eben 3 verschiedene Wege nehmen können, um sich da zu überholen. Anschließend geht's dann in diese kleine Rechts-Links-Schikane rein und dann der lange Weg nach oben links zum Trichter, zum Lift, sorry. Und bei dem Lift oben seht ihr, da habe ich jetzt eine ebenen Bodenplatte eingebaut mit einem neuen Trichter. Den habe ich von kugelbahn.de bekommen. Guckt doch gerne mal bei ihm im Shop vorbei. Ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung reinpacken. Dort eben habe ich dann eine Bodenplatte, da geht's dann in den Trichter rein und da sind auch solche kleinen, wie nennt sich das denn, keine Ahnung, Keile, die die Kugel dann nach links und nach rechts manchmal aufteilen, dass es da auch Geschwindigkeitsunterschiede gibt. Anschließend gehen die Kugeln dann in diesen Trichter, wo jetzt gerade die rote Linie drauf ist, rein und in den nächsten Separator. Der Separator habe ich ja auch schon in dem letzten Turnier verwendet. Dort hat man einfach den Vorteil, dass wenn 2 Kugeln dicht hintereinander sind, dass die nicht blockieren, sondern da eben gut durchkommen. Anschließend kommt dann eine langsame Gerade und eine schnelle Gerade, wo wir jetzt gerade die Linie lang fahren und dann geht es nochmal in einer langen Rechtskurve wieder auf Start und Ziel zum nächsten Separator. Eben dort auch der Vorteil, dass die Kugeln einfach nicht blockieren können. Ich kann euch auch gerne den Link von dem Separator reinmachen. Dann schauen wir uns einmal, jetzt ist meine Stimme glaube ich leiser geworden, dann schauen wir uns jetzt einmal hier die Strecke an. Link von dem Separator kann ich euch gerne auch in die Videobeschreibung machen, wenn euch das interessiert. Gerade für Rennen ist das natürlich richtig praktisch. So, jetzt haben wir genug geredet. Wir fahren heute 13 Runden. Das ist die Rennzeit, die sich nach 5 Minuten ergeben hat bei der Rennstrecke hier. Lotus wird starten. Zweiter ist Red Bull, dritter Ferrari, vierter Mercedes. So wie sie im letzten Rennen ins Ziel gekommen sind. Dann fangen wir an mit dem Rennen und ich werde euch dann immer gleichzeitig dann die Platzierung eintippen. Also hier seht ihr schon fast ein erster Kampf zwischen Lotus und Red Bull, der geht hier auch vorbei. Mercedes kann den Ferrari überholen, dann gehen wir in den nächsten Separator rein. Red Bull hier in Führung, Mercedes zweiter, Lotus dritter, Ferrari vierter. Dann gehen wir, ich werde dann immer die Zeit im Lift nutzen, um das zu aktualisieren. Ich nehme alles immer in einem Cut auf, also bei mir ist nichts geschnitten oder so. Auch wie ich hier rede, das wird immer alles komplett zusammen aufgenommen, deswegen gibt es manchmal so kleine Fehler, aber was soll's. So, wieder zurück zum Rennen. Mercedes kann sich hier in Führung setzen. Jetzt schauen wir mal, ob das so bleibt oder ob Ferrari hier mit der inneren Spur kann Red Bull überholen, kann Mercedes überholen. Das wäre komplett vorbei. Sehr stark. Lotus hängt ein bisschen zurück. Gehen wir in Runde 3. Und gucken mal, wie es weitergeht. Ferrari ist hier mit der leichten Führung. Ihr könnt jetzt oben mal in diesem Keil gucken. Manchmal geht die Kugel, so wie jetzt, Ferrari in die eine Richtung, Mercedes in die andere Richtung. Die in der Mitte ist auf jeden Fall die schnellere, aber nur geringfügig. Da kann man zumindest ein bisschen aufschließen. Lotus schleicht sich jetzt hier auch an Ferrari und an Mercedes vorbei. Ist jetzt Führender. Gehen wir in Runde 4. Gucken mal, wie es weitergeht. Und eben, wenn euch solche 3D-Druckteile interessieren, ich werde die Sachen immer unten verlinken, jetzt zukünftig, hat einfach den Vorteil, dass sie zuverlässiger sind. Also ich werde mir jetzt keine Teile kaufen, die Sachen ermöglichen, die vorher nicht möglich waren, sondern einfach die Zuverlässigkeit erhöhen. Und man kann natürlich auf so einen Trichter auch verzichten, indem man einfach das Loch da reinmacht. Aber mit sowas ist es erstens ein bisschen cooler, sieht ein bisschen schöner aus. Und auch mit den Separatoren, wenn ich dafür sorgen kann, dass damit die Kugeln nicht blockieren, dann nehme ich das gerne an. Und deswegen habe ich die da eben eingebaut. Also Red Bull jetzt in Führung, Mercedes knapp dahinter, Ferrari kann am Mercedes vorbeiziehen und auch am Red Bull. Geht jetzt dadurch in Führung. Red Bull ist zweiter, Mercedes dritter und Lotus vierter. Wir gehen in die 6. Runde rein. Also dann schauen wir mal, der Ferrari hier über die langsame Kurve. Mercedes kann in der Mitte ein bisschen durchgehen, kommt dadurch näher ran.
Wird jetzt aber vom Lotus da durch die langsame Schiene wieder kassiert. Der Lotus kann am Ferrari vorbeifahren, aber nicht am Red Bull. Red Bull bleibt Erster, Lotus Zweiter, Mercedes Vierter und Ferrari Dritter. Gehen wir in die 7. Runde. Die Halbzeit haben wir jetzt erreicht. Und schau mal, Red Bull kann hier sogar die innere Linie nehmen, kann sich da den kleinen Vorsprung rausholen. Muss jetzt hier aber die langsame Linie gehen, wird dadurch von Lotus kassiert, aber nicht vom Mercedes, weil sie eben so schnell da durchgekommen sind. Mercedes kann jetzt hier durch die langsame Schiene an den Lotus anschließen, ist jetzt Zweiter. Dann gehen wir in die 8. Runde rein. Ist ja jetzt relativ knapp geworden hier während der WM. Lotus konnte ein paar wertvolle Punkte sammeln. Dann schauen wir mal. Ich werde jetzt auch hier dieses Layout, dieses Layout, wie ihr es seht, so lassen. Da haben wir einfach ein bisschen größeren Überblick über die ganze Strecke. Finde ich ganz praktisch. Und dann werde ich mich eben mit einem Greenscreen hinten einfügen. Nicht wie bisher. Sorry, das musste mal kurz raus. Kein Corona oder so. Ich habe was im Hals stecken und habe kein Wasser hier. Selber Fehler wie immer. Also Red Bull in Führung gegangen. Ferrari ist Zweiter, Lotus Dritter, Mercedes Vierter. Dann gehen wir jetzt in Runde 9. Ferrari nimmt hier die schnellere Seite. Mercedes kann am Lotus vorbeiziehen. Mal gucken, ob er jetzt auch am Red Bull vorbeikommt. Jetzt hier mit der kleinen Schiene. Wird richtig knapp. Schiebt sich genau zwischen dem Ferrari und dem Red Bull. Ist jetzt damit Zweiter. Wir gehen in die 10. Runde. Noch 4 Runden insgesamt. Fällt mir auf hier. Ich kann das mal mit der Runde. Ich ziehe das mal so ein bisschen rüber. Sieht ein bisschen schöner aus. So. Und jetzt kommen wir so langsam in die letzten Runden, wo die Punkte verteilt werden. Gerade für die WM jetzt gerade nicht so schlecht. Alle relativ gleich auf. Lotus noch ein bisschen hinten dran. Mercedes jetzt hier in Führung. Ferrari Zweiter. Lotus Dritter. Und Red Bull ein bisschen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Kann sich aber natürlich noch ändern. Ist ja nicht wie in der richtigen Formel 1, ne, wo immer die gleichen gewinnen. Hier ist es ein bisschen spannender. Ich bin jetzt auch mal gespannt. In 2 Wochen fangen die Testfahrten an. Wer denn die Saison gewinnen wird, wahrscheinlich Mercedes. Ferrari Erster, Red Bull Zweiter, Mercedes Dritter, Lotus Vierter. Aber dann nächstes Jahr mit den neuen Regeländerungen wird alles durchgemischt. Also bin ich mal richtig gespannt, wie dann die Formel 1 wird. Sehr futuristisch sehen die neuen Fahrzeuge dann aus. So, jetzt die letzten 2 Runden. Ferrari hier mit einem Vorsprung, wird aber von Red Bull kassiert. Mal gucken, ob Lotus sie jetzt auch noch einholen wird. So ist es nämlich. Und Lotus geht sogar in Führung. Ferrari Zweiter, Red Bull Dritter. Und jetzt gehen wir in die letzte Runde. Mercedes war jetzt Vierter. Muss jetzt hier ein bisschen was gut machen, wenn sie noch Punkte mitnehmen wollen. Letzte Runde. Jetzt entscheidet sich, wer das Rennen gewinnt. Lotus kommt als erstes raus, geht als erstes in den Trichter. Bleibt hier länger hängen. Ferrari holt ihn damit sofort ein. Und Mercedes kann den Red Bull überholen. Jetzt entscheidet sich, wer das ganze Rennen hier gewinnen wird. Ferrari Erster, Mercedes Zweiter, Lotus Dritter und Red Bull wird Vierter. So, das war richtig knapp am Ende. Konnte Mercedes doch noch wertvolle Punkte holen. Und dann schauen wir einmal auf das Leaderboard, was sich denn jetzt verändert hat. Da haben wir tatsächlich jetzt einen Gleichstand oben an der Spitze zwischen Red Bull und Ferrari. Die 2 respektive 3 Punkte sammeln. Mercedes sammelt 1 Punkt, ist damit auf Platz 3 mit 48 Punkten und Lotus holt mit 5 Punkten. Moment, das ist eine falsche Einblendung. Ja, werde ich euch mal korrigieren. Es ist irgendwie noch eine von letztem Mal. Da muss ich mal gucken. Also jedenfalls Ferrari gewinnt das Duell, kriegt hier 5 Punkte, Mercedes kriegt 3 Punkte, Lotus 2 Punkte und Red Bull. Ich werde euch das Ganze im nächsten Rennen dann einmal kurz nachreichen oder unten in die Videobeschreibung dann die aktuellen Zahlen reinschreiben. Wenn euch das ganze Video mit dem Format gefallen hat, dann gerne subscriben, Like da lassen und die Glocke aktivieren, wenn ihr die nächsten Rennen nicht verpassen wollt. Auch mein Ankündigungsvideo wird dann so in der nächsten Woche eintrudeln und dann freue ich mich drauf. Dann werden wir uns beim nächsten Rennen sehen. Welches Rennen ist es denn? Singapur müsste als nächstes kommen. Ich versuche dann alle paar Tage ein neues Video hochzuladen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.